beide, wir hatten Sex und es war wunderschön. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir beide zusammen sind. Aber heute Mittag im Stall da. Lisa, wir beide. Das war ja auch eher spontan. Das hatte doch nicht wirklich etwas. Was? Nicht zu bedeuten? Ich glaube, du hast da einfach etwas falsch verstanden. Nein, ich habe schon genau kapiert. Du bist einfach ein Arschloch. Lisa! Das hast du ja toll hingekriegt. Erst einen Spaß haben und dann ab zur nächsten. Passt zu dir. Paul, warte. Das ist eine Sache zwischen Lisa und mir. Halt die Klappe und verschwinde. Ich hab das verbockt. Also werde ich das auch klären. Lars? Bist du da? Keiner zu Hause. So ein Pech aber auch. Ich hätte einen anderen Abnehmer für Ihre Fotoserie. Wovon reden Sie? Stellen Sie sich nicht dumm, ich habe Sie vorhin auf der Straße gesehen. Der Film aus Ihrem Fotoapparat? Schätzchen, ich mag es nicht, wenn man mich ungefragt fotografiert. Man sieht schnell unvorteilhaft aus. Und Sie haben sicherlich schon vom Recht am eigenen Bild gehört? Ja, und ich bin neugierig, was die Polizei zu Ihren Rechten und Ihren Bildern meint. Bin übrigens gerade auf dem Sprung dorthin. Da muss das wohl warten. Och, Kommissar Krüger wird es doch sicher sehr interessieren. Sie stecken Ansgars Assistentin Geld und ein Flugticket zu, damit sie sich ins Ausland absetzen kann. Sie haben mit Hilfe dieser Kitty Ansgar das Kokain untergeschoben. Und genau das werde ich mit den Bildern beweisen. Ist nämlich genauso, wie ich vermutet hatte. Sie wollen, dass Ansgar ins Gefängnis geht, um ihm das Sorgerecht für seinen Kleinen wieder wegzunehmen. Was soll ich sonst machen? Er ist auch mein Kind. Und gerade Sie sollten mich verstehen. Sie haben auch ein Kind verloren. Lisa? Lisa, bitte mach die Tür auf. Hau ab! Tut mir leid, wie das vorhin gelaufen ist. Ich bin manchmal einfach echt ein Idiot. Stimmt genau. Und jetzt lass mich in Ruhe. Aber erst, wenn wir beide miteinander geredet haben. Komm, lass mich rein. Wozu denn noch? Du hast doch selbst gesagt, zwischen uns läuft nichts. Lisa, das geht so nicht vor der Tür. Du hast 2 Minuten. Sorry, ich wollte dir vorhin nicht wehtun. Diese Fotos werden ihn genug entlasten. Okay, Sie haben es nicht anders gewollt. Ich hoffe, da waren jetzt keine Privatfotos drauf. Das tut mir jetzt leid. Entspannungstee oder Hustentee? Ich habe keinen Husten. Ja, das ist vorbeugend. Stell dir mal vor, du erkältest dich. Das wäre überhaupt nicht gut bei deiner OP-Narbe. Sogar das Lachen tut schon etwas weniger weh. Ich könnte dir ja auch ein paar Orangen auspressen. Weißt du, die Vitamine, Elisabeth, das ist wirklich nicht nötig. Also gut, einen Entspannungstee. Gut. Ja. Nein, halt. Nein. Nein, nein. Frag doch nicht.
Du sollst dich noch nicht so viel bewegen. Also Elisabeth, jetzt übertreibst du wirklich. Die Wunde verheilt sehr gut. Und wenn der Doktor gewollt hätte, dass ich mich nicht bewege, dann hätte er mich von oben bis unten eingegipst. Weißt du, und als du dann Paul gleich als erstes gesagt hast, wir beide wären zusammen, oh, das war mir einfach zu schnell. Also, dann löst das bei mir so eine Art Reflex bei mir aus. Dann kommt gleich der Andi mit der Abrissbirne. Wie ist das? Ziehst du jedes Mädchen gleich ins Heu? Auch wenn du nichts von ihr wissen willst? Nein, das mit dir, das war schon was Besonderes. Also dann bin ich doch mehr als nur eine schnelle Nummer. Du bist echt ein tolles Mädchen. Aber ich und eine Beziehung, das passt einfach irgendwie nicht so zusammen. Weißt du, es hat bei mir noch nie funktioniert. Weder mit Jana, mit Nico auch nicht. Verstehst du, es ging immer daneben. Aber das muss doch nicht ewig so bleiben. Also dieses ständige Zusammenhocken, das ist mir zu eng. Weißt du, ich treffe mich lieber mit jemandem, wenn ich richtig Bock darauf habe. Klar, ich auch. Wenn man fest zusammen ist, dann hat man auch sowas wie Verantwortung. Du bist also doch in mich verliebt? Wenigstens ein kleines bisschen? Weißt du, wir können das Ganze ja langsam angehen. Wir verstehen uns doch super und haben auch jede Menge Spaß. Ja, aber Ich laufe dir auch bestimmt nicht ständig hinterher. Hallo, hier ist Lars Schneider. Wieder nur die Mailbox. Jetzt mach uns nicht verrückt, okay? Lars wird schon nach Hause kommen. Ja, hoffentlich. Ihr habt euch wirklich geboxt? Freiwillig habe ich ihr den Film bestimmt nicht gegeben. Das kannst du mir glauben. Oh Mann, ich bin so eine blöde Kuh. Da habe ich Beweise für Ansgars Unschuld und dann versemmel ich alles. Das war wirklich sehr beeindruckend, aber ich darf dich daran erinnern, dass du weder eine Privatdetektivin bist, noch irgendeine Form von Nahkampfausbildung hast. Hoffentlich kann Lars irgendwas drehen. Irgendwas. Ich wollte ihn ja eigentlich sofort zu diesem Termin mitnehmen, aber es musste alles so schnell gehen. Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass Tanja so brutal ist. Ja, es kursieren ja einige einschlägige Gerüchte über sie. Ja, mittlerweile glaube ich jedes einzelne davon. Oh. Lars, endlich! Du musst sofort was unternehmen. Ich habe gerade die Mailbox abgehört. Was ist denn los? Das hier? Oh, ich habe eigentlich an etwas Handlicheres gedacht. Das soll sehr spannend sein. Du wolltest es immer schon mal lesen. Jetzt hättest du Gelegenheit dazu. Damit ich mich ja nicht auch nur einen Schritt zu viel bewege. Elisabeth, du schaffst es, dass ich mich älter fühle, als mir gut tut. Nein. Du bist nicht alt, du bist operiert. Und nächste Woche kannst du dich bei mir revanchieren und kannst mich verwöhnen. Ja, aber dafür wird dann wohl keine Zeit mehr sein. Johannes vermisst seine rechte Hand sicher jetzt schon. Er hat mir freigegeben, solange du mich brauchst. Eben, Elisabeth. Du musst doch meinetwegen nicht zu Hause bleiben. Zum Arzt oder zur Rehabilitation kann ich auch mit dem Taxi fahren. Und meinen Entspannungstee kann ich zur Not auch selbst machen. Geh ich dir schon auf die Nerven, oder was? Ach, Elisabeth, ich genieße es, wenn du dich um mich kümmerst. Aber allmählich wirkst du tatsächlich ein wenig unausgelastet. Ich weiß doch, wie sehr du deine Arbeit vermisst. Also ich werde schneller gesund, wenn es dir rundherum gut geht. Warum rufst du Johannes nicht an? Sagst ihm, dass du ab sofort wieder einsteigen kannst. Hm? Hast du vielleicht mitbekommen, wo das Flugticket hinging? Leider nicht. Tanja hat es mir auf Königsbrunn sofort aus der Hand gerissen. Und wie viel Geld sie Ansgars Sekretärin übergeben hat? Keine Ahnung. Es sah nach einem Umschlag mit Hunderten aus. Aber ich war auch so weit weg. Aber reicht das denn nicht, um diese Kitty in den Knast zu bringen? Aufgrund vagen Anschuldigungen stellt kein Staatsanwalt einen Haftbefehl aus. Abgesehen davon ist sie längst über alle Berge.
Und Tanja? Kriegen wir die nicht noch dran? Höchstens wegen versuchter Körperverletzung. Aber hat denn irgendjemand gesehen, wie sie auf dich losgegangen ist? Ja, also falls es jemand interessieren sollte, ich habe gesehen, wie sie vom No Limits nach oben gegangen ist. Mehr nicht. Das ist doch schon was. Kommissar Krüger muss uns glauben. Den Weg können wir uns sparen, der hält sich nur an Fakten. Tanja wird alles abstreiten. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und du als Ansgars Verlobte. Ist dann sicherlich nicht die ideale Zeuge. Ja, aber wir müssen doch irgendwas tun, um Ansgar zu entlasten. Ohne Beweise? Tanja hat ganze Arbeit geleistet. Heißt das etwa, dass Ansgar jetzt jahrelang unschuldig im Gefängnis bleiben muss und sieht seinen Sohn nicht aufwachsen? Guten Morgen, Frau Brandner. Guten Morgen. Graf Lahnstein ist in seinem Arbeitszimmer? Ja. Ich melde Ihren Besuch schon an. Ja, bitte. Hallo Elisabeth. Hallo, Nico. Du willst zu Johannes? Ich weiß, was du jetzt denkst, aber so ist es nicht. Ich denke gar nichts. Ich muss jetzt los. Ah, in die Schule. Du ziehst das tatsächlich durch mit deinem Fotopraktikum. Ohne deinem Vater was davon zu sagen. Ja, jedem sein kleines Geheimnis. Ich wollte mich wirklich von Johannes fernhalten, aber Arno... Ja, Arno hat mich praktisch gezwungen, hierher zu kommen. Er weiß ja nichts von unserem Kuss und meiner Kündigung hier. Ja, dann musst du dir eben was anderes ausdenken. Wenn ich hier wieder anfange... Ich weiß, dass ich zu Arno gehöre. Es wird nichts mehr geben zwischen Johannes und mir. Elisabeth, du und Johannes, ihr habt mir versprochen, dass ihr euren kleinen Flirt beendet. Also, ich vertraue euch. Und alles andere ist mir egal. Morgen. Hi, was kann ich für dich tun? Einen Kaffee mit Vanille zu mitnehmen, bitte. Kommt sofort. 3 doofe, ein Gedanke. Hallo. Ich gehe dann schon mal vor. Wieso? Du kannst ruhig da bleiben. Ich muss noch was für Bio abschreiben. Er liebt dich echt. Nicht wie Andi. Na? Na, Ich vermisse dich. Konstantin. Wieso vergisst du mich nicht einfach? Es ist aus. Aber warum? Ich verstehe immer noch nicht, warum. Ich habe mich in einen anderen verliebt. Vorsicht, heiß. Stimmt so, danke. Ja. Es ist Andi. Dankeschön. Elisabeth. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen. Gibt es einen besonderen Grund? Mein Mann. Geht es ihm wieder schlechter? Nein. Es ist nur... Ich fürchte, ich muss meine Arbeit bei dir wieder aufnehmen. Komm, bitte, setz dich doch. Elisabeth, wir hatten doch vereinbart, dass... Arno fängt an, sich zu wundern. Bald wird er Verdacht schöpfen. So schwer mir die Entscheidung gefallen ist, deine Kündigung zu akzeptieren. Ich denke trotzdem, dass es für alle die beste Lösung ist. Aber wie soll ich ihm das erklären? Johannes, also wir sind doch keine Teenager mehr. Wir können doch versuchen, ganz normal miteinander umzugehen. Und irgendwann werden wir uns dann daran gewöhnen. Irgendwann. Kannst du dir vorstellen, wieder 8, 10, 12 Stunden tagtäglich zusammen zu sein und dass wir dabei unsere Gefühle ausschalten? Oder womöglich tagelang auf Geschäftsreise gehen? Wie stellst du dir das vor, Elisabeth? Nein. Du hast vollkommen recht. Wir müssen uns weiter aus dem Weg gehen. Aber wie sollen wir das machen, ohne dass Arno den Grund dafür erfährt? Na, harte Nacht gehabt? Nicht das, was du denkst. Ich konnte einfach nur nicht schlafen. Doch nicht immer noch Gewissensbisse wegen der Kleinen, von der du mir gestern erzählt hast. Die Kleine ist übrigens 16 und heißt
Lisa. Klar, hätte ich mir auch denken können. Sie ist ja auch das letzte Brandner-Mädel, das in deiner Sammlung noch gefehlt hat. Vorsicht, diesmal ging das nicht von mir aus. Klar, du hast dich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, aber Lisa war einfach stärker, hm? Sehen uns nachher im Stall. Kuss, Lisa. Sie will mich nachher sehen. Wolltest du ihr nicht gestern erzählen, dass aus euch beiden nichts wird? Naja, das wollte ich. Hast du dich etwa selbst verknallt? Nein, so ein Quatsch. Doch nicht in Lisa. Ich meine, sie ist vielleicht ganz süß und so, aber... Außerdem, sie fing ja auch gleich dann an zu heulen gestern. Ach, und dann hast du natürlich gleich einen Rückzieher gemacht. Warum sind nicht alle Männer so sensibel wie du? Das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Wieso? Deine Taktik ist doch klasse. Wart ruhig noch ein paar Monate ab. Dann hat sie auch begriffen, was für ein Aufreißer du bist und schießt dich von selbst ab. Ja, guten Tag, Tanja von Anstetten hier. Ich bin die Mutter Ihres Pflegekindes. Wie geht's denn meinem Kleinen? Ich würde gerne einen Termin vereinbaren, um meinen Sohn zu sehen. Aber ich bin seine Mutter und ich denke, dass es wichtig ist, dass er wenigstens eine Bezugsperson regelmäßig sieht, gerade in der Übergangsphase. Ja, ich weiß, was das Jugendamt gesagt hat. Kindeswohl. Dann frage ich mich, wie die ausgerechnet an Sie geraten sind. Läuft wohl doch nicht so glatt, Ihre miese Intrige. Nur weil Ansgar im Gefängnis sitzt, bekommen Sie Ihren Sohn nicht automatisch zurück. Das werden wir ja sehen. Ja, zum Glück weiß das Jugendamt, was das Beste für Ihren Sohn ist. Die haben ja reichliche Erfahrung mit kriminellen Müttern. Nett, dass Sie sich Gedanken machen, aber ich finde einen Weg, dass ich bei meinem Sohn bleiben darf. Schon klar. Sie wollen sich über Johannes und Leonard an den Rand spielen. Aber da haben Sie die Rechnung ohne mich gemacht. Gönnen Sie mir eigentlich nicht, dass ich glücklich bin mit meinem Kind? Irgendwie kann ich Sie verstehen. Wenn ich nicht in der Lage wäre, Kinder auf die Welt zu bringen, wäre ich wahrscheinlich genauso verbittert wie Sie. Es muss wirklich eine schreckliche Erfahrung gewesen sein. Ich verstehe dich nicht. Konstantin ist total fertig und du jammerst mir wochenlang die Soll Ohren. ich aus Mitleid mit ihm zusammenbleiben? Hallo zusammen. Hallo, du bist schon zurück? Na los, noch ein Teller, Besteck. Du hast gekocht? Ja, Tiefkühlspinat, Kartoffeln, Spiegeleier. Das habe ich gerade noch hingekriegt. Mit dir haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ja, es gibt überraschende Veränderungen in Johannes' Firma. Er hat eine neue Assistentin eingestellt. Eine Vertretung? Mhm. Eine Mutter von 2 Kindern. Jetzt fällt es Johannes natürlich schwer, sie wieder zu entlassen. Ich habe ihm angeboten, mir eine andere Arbeit zu suchen. Das glaube ich jetzt nicht. Und das nimmst du einfach so hin? Ja, wieso? Was bleibt mir denn übrig? Ich will doch niemanden unglücklich machen. Ja, bitte. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Graf Lahnstein? Ich nehme an, es geht um Ihren Sohn. Ihren Enkel, ja? Haben Sie über meine Bitte nachgedacht? Ich habe mich erkundigt. Für die Dauer von Ansgars Haft würde ich tatsächlich problemlos das vorläufige Sorgerecht bekommen. Aber ich werde es nicht beantragen. Warum nicht? Ich habe einfach keine Zeit, mich auch noch um ein Kleinkind zu kümmern. Selbstverständlich würde ich das übernehmen. Das Familiengericht hat Ihnen wohl kaum zufällig das Sorgerecht entzogen. Ich denke, der Kleine ist bei seinen Pflegeeltern zurzeit am besten aufgehoben. Aber er ist ein von Lahnstein, Ihr erstgeborener Enkelsohn. Wollen Sie es wirklich zulassen, dass man den Kleinen einfach abschiebt? Ein Mann mit Ihrem Bewusstsein für Tradition und Verantwortung? Johannes ist ein unschuldiges Kind. Was kann er für die dummen Streitereien zwischen Ihnen, Ansgar und mir? Bitte helfen Sie mit, dass er glücklich wird und im Kreise seiner Familie aufwachsen darf. Oh, entschuldigt. Ja, schon gut, Nathalie. Wir waren sowieso gerade fertig. Aber Frau von Anstetten, ich werde noch einmal über Ihre Bitte nachdenken.
Lass mich raten. Ansgars Sohn? Dazu würde ich dir gern einen Vorschlag machen. Wartest du auf einen Anruf? Nein. Ich gehe mal Hausaufgaben machen. Ich muss auch noch nachsitzen. Bitte? Nachmittagsunterricht. Bis heute Abend. Reha-Termin ist doch erst in 2 Stunden. Ich habe vorher noch was zu erledigen. Also manchmal bewundere ich dich wirklich. Die Kinder sind aus dem Haus, wir sind allein und dir merkt man immer noch nichts an. Was meinst du? Deine vielen Stellengesuche, mir kannst du doch nichts vormachen. Ich weiß doch, wie schwer dir das fällt. Ach, bei den Referenzen von Johannes finde ich doch ganz schnell wieder Arbeit. Ich find's nicht gut, was er sich da leistet. Nach all dem, was du für seine Firma getan hast, serviert er dich heimlich still und leise ab. Nein, ich weiß, wir sind befreundet. Ja? Aber so geht's nicht. Ich gehe nach Königsbrunn und sage ihm die Meinung. Meine Natalie kämpft für mich wie eine Löwin. Na, aber gegen Tanja hat sie natürlich keine Chance. Wenn Tanja Natalie mit dem Fotoapparat nicht gesehen hätte. Aber noch sind sie nicht verurteilt. Und irgendwann macht Tanja einen Fehler. Tanja doch nicht. Die hat alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Und ein Gespür für Gefahren hat sie auch. Trotzdem, sie kann Ihnen Ihren Sohn nicht einfach wegnehmen. Das wird das Jugendamt nicht zulassen. Schneider, sie hat es geschafft, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Die wird sich vom Jugendamt nicht aufhalten lassen. Mann, ich sitze hier drin und kann nichts dagegen machen. Hallo, mein Süßer, da bist du ja schon. Graf Lahnstein ist bereits informiert, dass Sie da sind. Hast du mich auch so vermisst? Eigentlich sollte ich das Kind Graf Lahnstein ja persönlich übergeben. Das geht schon in Ordnung. Graf Lahnstein, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Guten Tag. Sie werden absolut keine Umstände mit Johannes haben, das verspreche ich Ihnen. Ich kümmere mich um alles selber. Ich denke nicht, dass das erforderlich ist. Ich darf doch.